Also, dieses Objekt war ich schon mal, aber wir haben Hauptleitung gereinigt. Hier haben wir die Küche gemacht und von oben haben wir Toilette gemacht. Und hier ist damals Zurückstau gekommen. Jetzt steht es wieder mal voll. Jetzt muss ich mal das alles mit der Pumpe vielleicht mal wegmachen und anschauen, was da los ist überhaupt. Ob das jetzt mit der Pumpe funktioniert, glaube ich nicht. Funktioniert nicht. Ist die Toilette rübergelaufen, oder komplett? Ja. Hier war alles voll. Ja, da drin war es voll. Da raten war das Wasser. Ja, dann machen wir mal das mal ab. Oh. Alle haben heute einen Brückentag, aber ich nicht. Leider. Jetzt aber der Fahrleitung oder geht hier komplett voll sein. Und dann laufen wir noch. Kaffee ist auch schon mal unterwegs. Das trinken wir heute. Jetzt muss ich mal schauen, was da los ist überhaupt. Weil letztes Jahr haben wir Leitung gereinigt von oberen Toilette bis diesen Dreikammergrube. Und das war eigentlich bekommen sauber. Und Küchenleitung haben wir auch gereinigt. Ich weiß nicht, ob diese Toilette jetzt separat läuft oder keine Ahnung. Oder der kommt schon auf jeden Fall rein. Aber erst vielleicht mal später. Und dieses Stück Leitung haben wir nicht gereinigt. Hier sieht es ja schon mal sauber aus. Okay. So. Hier muss ich das nicht ausblenden, aber hier steht schon mal Wasser. Und letztes Mal haben wir sehr viel Tücher benutzt. Ist ja komplett voll. Das haben wir sehr viel Toilette. Aber hier sieht man schon mal klare Wasser, ne? Das heißt, wenn ich noch 2-3 Meter reingehe und dann sehe ich mal in Dreikammergrube, wie das aussieht. Ne? Vielleicht steht die voll, dann gibt es ja Hochdruck, schnelle Lösung und von hier dann wieder eine Kamerabefahrung. So, jetzt ist es mal ziemlich so weit, 18 Meter. Hier sieht man, dass das alles so Drückzeug, das zersetzte Toilettenpapier und was weiß ich. Und das heißt, ich muss mal draußen mal das Zeug aufmachen. Bestimmt 90%, das da vorne ist alles wieder zu. Das schauen wir gleich. Jetzt gehen wir mal raus. Und alle, die sagen, dass ich umsonst jetzt Toilette abgebaut habe, nein, habe ich nicht, weil letztes Mal bei der Reinigung haben wir von der Toilette keine Kamerafahrt gemacht. Ja, jetzt mal kicken wir mal. Letztes Mal habe ich schon mal geübt, wie schnell das geht. Ja. Und das Problem ist schon mal sichtbar. Der war letztes Jahr, glaube ich, ausgepumpt. Komplett. Ja. Und hier sieht man schon mal,
dass da jetzt ordentlich mal Toilettenpapier, ne? Und da ist unser Zulauf. Der ist ja komplett dicht. Hier sieht man mal verfärbte alles. Das sind Tücher. Da rechts ist alles Tücher. Das holen wir mal jetzt mal raus, damit die Frau auch mal sieht, dass da entstanden ist, nicht von uns, weil wir haben ordentlich gereinigt. So. So sieht das jetzt aus. Das heben wir mal jetzt auf hier und dann machen wir mal Analyse im Wohnungsbereich, ob das Toilettenpapier ist oder nicht. Früher hat mich Hund erschreckt, von draußen gelaufen und jetzt auf einmal kommt der Roboter von da raus. Also der war jetzt, der ist ja fast reingefallen, der spinnt ja schon da. Der wenn runtertaucht, muss ich ja mal danach bergen, ja. Oh mein. Okay, dann legen wir mal weiter los. Oh, das dauert aber nicht lang bei dieser Temperatur. Es kann passieren, dass die Fliegen das Verstopfung beseitigen. So, junge Dame, schauen wir mal. Okay, so. Aber Seiten. Hier haben wir schöne Blümchen. Das ist jetzt nicht unsere. Wir gehen jetzt mal einmal in die Wohnung und kicken wir mal da, weil die sind selber. Das ist der erste Stock, also Erdgeschoss-Toilette. Und hier haben wir Herzchen, auch nicht unsere. Nein, das ist alles Und nicht. Zewa Alles nicht. auch nicht. Und gibt es andere Zewa? Es gibt ja, gemusterte Zebra gibt es schon. Ja. So, Kaffee ist schon mal da. Und die Zewa-Tücher sind schon nicht mehr zum Finden. Warum? Weil die liegen alle in 3-Kammer-Grube. Ja, jetzt brauchen wir einen langeren Stock. Hab schon mal besser gefunden. Und ja, das wird jetzt mal gleich schnell gelost. Glaube ich gleich mal die. Oder ich komme mal mit meinem Ohrhaken da vorne jetzt mal rein. Was ich nicht glaube. Oh. Das schauen wir mal gleich. Jetzt geben wir mal Licht erstmal, damit er sieht, wie viele Tücher sind das unten. Und das war jetzt, wann war das? Der letzte Einsatz war im Oktober letztes Jahr. Das hat nicht so lange gedauert. Und im November war die 3-Kammer-Grube komplett leer. Und das ist alles halt jetzt Tücher, ne? Ich suche mir gerade ein Spezialwerkzeug und ich glaube, ich habe schon gefunden. Entweder den Dreher oder da so eins. Ich weiß nicht, was das ist überhaupt, aber das sieht ja gut aus. Für was das ist? Ah, das ist ja für Unkraut. Sollte dann auch passen für Verstopfung beseitigen. Einen schöneren Haken. Sowas kann ich mir auch besorgen. Kicken wir mal. Alter, ist das fest. Alter, ist das fest. Also, scheiße. Echt scheiße. Ich habe gedacht, das funktioniert ja nach Plan. Aber ne, das funktioniert nicht nach Plan.
sind ja. Guck mal das an. Schau mal. Da sind ja richtige Tücher drin. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Also, spielen wir mal nicht lang umeinander. Ich ziehe mal trotzdem meinen Schlauch rein. Und ja, ist egal. Dann dauert es halt ein bisschen, ne? Oder ich mache mit Spirale. Schauen wir mal gleich, ob ich jetzt Wasser bekomme. Also, die Hoffnung stirbt zuletzt. Geht ja nichts. Also bei diesem Druck vom Wasser dauert es länger, bis der voll füllt. Wasser läuft. Ja. Jetzt werden wir mal gucken, mit was ich reingehe. Nur mit Vorstrahldüse oder mit beiden. Die Frau ist ja so nett. Einmal die Kaffee rausgelassen bei mir von Kaffeemaschine und noch eine extra Kanne gemacht für zweite Kaffee. Ne? Habe gesagt, ich bleibe heute hier nicht den ganzen Tag. Ich habe noch 4 Aufträge. Ja, jetzt schauen wir mal, wie es läuft. Ich hoffe nicht so lang. So. Hier kommt jetzt mein Schlauch wieder mal, Arthur. Ich versuche mal erstmal mit die. Ich hätte mehrere Strahlen nach vorne. Ich denke, es ist jetzt nicht so weit verstopft. Nur die ersten paar Meter, dass ich einfach mal frei bekomme. Sonst machen wir mal mit die hat einen Strahl nach vorne und 5 nach hinten. Ja. Ersatzschuhe. Okay. Ich glaube, Wasser müsste schon mal reichen. Weil viel brauchen wir. Aber ich kann mich gut erinnern, dass da läuft mal die Küche rein und dass ich von da vorne falsch abgebogen immer. Ja, das werden wir mal gleich sehen, ob das jetzt funktioniert nach Plan oder auch nicht. Hoppala. Natürlich habe ich jetzt mal 20 Meter Schlauch runtergerollt. Zu viel. Ja. Ja, jetzt einmal. Jetzt sollte mal nach Plan laufen. Positionieren, wenn das funktioniert. Okay. So. Perfekt. Also. So.
Das läuft jetzt nicht nach Plan. Jetzt kommt mal die andere Düse rein. Jetzt kommt der Part 2. Jetzt habe ich die zweite Düse, was ich gesagt habe, genommen. Joppa. Fast getroffen. Aber zum Glück, ich habe meine Hilfe dabei. Weil sonst muss ich meine Ersatzrohr auch holen. So, jetzt sollte jetzt laufen nach Plan. Okay. Dann sieht er schon mal an. Das hat jetzt nach Plan funktioniert. Ich liebe es, wenn es nach Plan funktioniert. Jetzt gehen wir mal in die Toilette. Da steckt jetzt noch immer Kamera bei 20 Meter. Und das sollte jetzt mal schon mal frei sein. Also die Hitze macht mich schon fertig. Puh. Ja. Ich glaube, eine Kamerafahrt braucht nicht ausblenden, weil das funktioniert so auch. Ne? Guck mal. Jetzt ist mal das Rohr komplett frei. Das ist jetzt komplett wieder frei. Ja. Natürlich, bei Steinzeug bleibt der ganze Ablagerung hängen. Also, was heißt Ablagerung? Das ganze Zewa-Zeug, die Papierhandtücher, bleiben immer hängen. Und sie zersetzen sich nicht. Dann kommen sie an die 3-Kammer-Grube und es bleibt praktisch alles hier liegen. Jetzt, wenn das wird demnächst nicht geleert, ja, dann komme ich nochmal. Dann löse ich jetzt sauber mal Wasser ab. Das ist schon mal perfekt, ne? Ja. Perfekt. Oh, stimmt das Zeug. Fast geschafft. Ich glaube, ist alles schon mal sauber. Das Zeug ist so dick flüssig hier drin. Kannst gar nichts mehr machen, ne?
Das muss auf jeden Fall jetzt abgepumpt. Da liegt ja auch Plastik. Ja. Das wird so der nächste Arbeit sein. Da freut sich der Abpumper. So, das ist jetzt ziemlich soweit. Also, den Kameracheck habe ich gemacht bis zur Grube. Leitung schaut so wie vor einem Jahr, komplett sauber. Das einzige Problem, wie merken Sie, dass das verstopft ist? Das Kloschüssel steigt zu halb voll und dann drückt es hier aus dem Fließ, hier sieht man schon, dass noch nass ist. Da vorne bei der Mauer drückt es raus. Warum? Weil hier in diesem Bereich, in der Wand, geht unser Fallrohr, HT-Leitung. Hier geht HT-Leitung und dann hier in der Bodenplatte trifft er sich mit Steinzeugrohr. Und da ist wahrscheinlich die Gummidichtung nicht so richtig drin, weil das sehe ich nicht, das ist genau in dem Bogen drin. Und ich glaube, sobald hier Kloschüssel halb voll ist, das heißt, diese Leitung ist schon richtig voll, dann kommt der Druck von oben und dann drückt es aus dem Muffe raus. Und natürlich das ganze Beton saugt das Wasser ein. Weil hier sind neue Fliesen, hier drückt es ja nicht so. Aber hier, dieser Raum wird immer voll mit Wasser. Ja, das ist das einzige Problem. Jetzt kommt der schöne Keramik. Hoppla. Das ist schöne Toilette, die seitlich zum Aufmachen, die von unten mit verdeckter Schraube. Ich weiß nicht, wer hat sie erfunden, aber der soll sie wahrscheinlich selber erstmal abbauen. 2-3 Mal. Dann gibt es die nicht mehr zum Kaufen. So. Okay, kurz vor Schluss kommt noch ein brauner Content rein. Die wird ja wahrscheinlich gar nicht benutzt. So wie alle. Schau mal das an. Einfach perfekt. Und das ist für Verstopfungsbeseitigung. So, das war jetzt einmal ein kurzer Einsatz. Ich wünsche euch alle ein schönes Wochenende, dass ihr nicht so viel schwitzt wie ich bei der Arbeit. Nur vielleicht ein paar mit einer halben Bier. Und ich habe jetzt 12 Uhr fast und noch weitere 4 Einsätze. Und dann gehe ich auch in mein verdientes Wochenende. Beim Video gefallen, liken und abonnieren. Bis nächstes Mal.